Als Deutscher in Batumi lebe ich in einer Blase, die nichts mit dem Leben der durchschnittlichen Georgier zu tun hat. Um die Menschen besser zu verstehen, ist es nicht nur wichtig, die regionalen Bräuche der Georgier kennenzulernen, sondern auch, wie sie leben. Darum geht es in diesem Video über die wirtschaftlichen Aspekte des Lebens in Georgien. Von der Demografie über den Arbeitsmarkt bis hin zu den Zukunftsaussichten. Die Quellen, die ich verwendet habe, findest du in der Beschreibung. Georgien hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen. Von einer ehemals landwirtschaftlich geprägten Nation hat sich das Land zu einer aufstrebenden Wirtschaft mit einem starken Dienstleistungssektor entwickelt. Die georgische Wirtschaft hat sich trotz globaler und regionaler Unsicherheiten als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Unterstützt durch ein robustes Wachstum zeigt Georgien eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks. Dabei zeigt sich ein bemerkenswertes Paradoxon zwischen dem starken BIP-Wachstum und den anhaltend hohen Raten von Arbeitslosigkeit und Armut. Eine Tatsache, die auf eine ungleiche Verteilung des Wohlstands hindeutet. Demografie und das Leben eines durchschnittlichen Georgiers. Wie in jedem Land wird das Leben der Georgier maßgeblich von der demografischen Struktur und der sozialen Organisation des Landes bestimmt. Eine Analyse dieser Faktoren zeigt eine Gesellschaft im Wandel, die tief in ihren traditionellen Werten verwurzelt bleibt. Die Gesamtbevölkerung Georgiens betrug 2022 rund 3,7 Millionen Einwohner. Die Verteilung dieser Bevölkerung ist jedoch nicht gleichmäßig, sondern spiegelt den fortschreitenden Trend zur Urbanisierung wider. Etwa 57% der Georgier leben in städtischen Gebieten, während 43% der Einwohner in Dörfern und ländlichen Regionen leben. Dies ist eine Fortsetzung einer historischen Entwicklung. Georgien war bis zum Zweiten Weltkrieg ein überwiegend landwirtschaftlich geprägtes Land, das vom Politiker Karl Kautsky 1921 sogar als sozialdemokratische Bauernrepublik bezeichnet wurde. Erst die von der Sowjetunion verordnete Industrialisierung führte dazu, dass immer mehr Menschen in die großen Städte zogen. Heute ist die Hauptstadt Tiflis das unangefochtene Zentrum dieser Urbanisierung, in dem allein etwa ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Landes lebt, nämlich 1,082 Millionen Menschen. Die Konzentration der Bevölkerung in Tiflis sowie in anderen größeren Städten wie Batumi und Kutaisi hat weitreichende wirtschaftliche und soziale Folgen. Es entsteht eine klare Kluft zwischen den dynamischen urbanen Zentren, die die Motoren des Wirtschaftswachstums sind, und den ländlichen Gebieten, die mit Abwanderung und geringerer wirtschaftlicher Aktivität zu kämpfen haben. Familiäre Bindungen und Haushaltsstrukturen. Der statistisch durchschnittliche Haushalt in Georgien besteht aus 3,4 Personen. Diese Zahl, die über dem europäischen Durchschnitt liegt, ist ein deutlicher Hinweis auf die zentrale Rolle des Familienverbunds in der georgischen Gesellschaft. Anders als in vielen westlichen Ländern, wo das Konzept des alleinlebenden Individuums weit verbreitet ist, spielt in Georgien die Großfamilie eine entscheidende Rolle für die soziale und wirtschaftliche Stabilität. In den Familien ruhen die finanzielle Last und die Verantwortung häufig auf den Schultern mehrerer Generationen. Der starke Zusammenhalt der Familie dient somit als primäres soziales Sicherungssystem, das staatliche Lücken schließt, insbesondere in den ländlichen Regionen oder bei älteren Menschen, die oft nur eine geringe Rente erhalten. Die Alterspyramide. Die demografische Struktur Georgiens, dargestellt durch die Alterspyramide, ist ein Abbild des demografischen Wandels.
Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass rund 21,3% der Bevölkerung jünger als 15 Jahre sind, während der Anteil der über 64-Jährigen bei 14,7% liegt. Langfristige Projektionen verdeutlichen, dass sich diese Trends fortsetzen werden, was bedeutet, dass sich die Bevölkerungspyramide von einer Form mit breiter Basis hin zu einer immer gleichmäßigeren, fast säulenartigen Struktur verändern wird. Eine direkte Folge dieser Entwicklung ist eine zunehmende Alterung der Gesellschaft. Der Anteil der über 60-Jährigen betrug 2023 bereits 21,2%. Dies führt zu einer langfristigen Herausforderung. Eine schrumpfende junge Arbeitskraft muss eine wachsende Rentnerpopulation finanziell tragen. In Verbindung mit der Abwanderung hochgebildeter Arbeitskräfte, die das Land in den letzten Jahrzehnten verlassen haben, wird dieser demografische Wandel die sozialen Sicherungssysteme wie Renten- und Gesundheitsversorgung unter erheblichen Druck setzen. Zukünftige wirtschaftliche Strategien müssen daher Wege finden, um die Produktivität pro Kopf zu steigern und gleichzeitig die Abwanderung einzudämmen. Der georgische Arbeitsmarkt. Die Einkommenssituation in Georgien ist vielschichtig. Die vorliegenden Daten zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Durchschnitts- und Medianeinkommen. Das weist auf eine ungleiche Verteilung des Wohlstands hin. Im vierten Quartal 2024 lag das durchschnittliche monatliche Nominaleinkommen bei 2.217 Lari, was bei einem Wechselkurs von etwa 2,7 Lari zu US-Dollar, dem Wert von rund 821 US-Dollar entspricht. Eine andere Quelle gibt den durchschnittlichen Monatslohn für September 2024 mit 758 US-Dollar an. Das Medianeinkommen, das die Einkommensmitte darstellt, lag 2024 mit 1.900 Lari bei umgerechnet 676 US-Dollar pro Monat, während eine andere Quelle es auf etwa 460 US-Dollar schätzt. Der große Abstand zwischen dem Durchschnitts- und dem Medianeinkommen deutet darauf hin, dass ein kleinerer Teil der Bevölkerung deutlich höhere Gehälter erzielt, was den Durchschnitt nach oben zieht, während die Mehrheit der Arbeitnehmer weniger verdient. Die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung. Die Entwicklung der Löhne in den letzten 10 Jahren zeigt ein robustes nominales Wachstum. Das durchschnittliche Monatsgehalt stieg von 320 Lari im ersten Quartal 2007 auf einen Höchststand von 2.217 Lari im vierten Quartal 2024. Diese beeindruckende Steigerung muss jedoch im Kontext der Inflation und der Kaufkraft betrachtet werden. Trotz dieses nominalen Anstiegs blieben die Reallöhne, also das Einkommen bereinigt um die Inflation, über weite Strecken weitgehend stabil und zeigten keine deutlichen Sprünge. Eine ähnliche positive, wenn auch fragile Entwicklung ist auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten. Die Arbeitslosenquote sank von 20,6% im Jahr 2021 auf 13,9% Ende 2024. Sie bleibt also strukturell hoch. Ein genauerer Blick auf die Dynamik des Arbeitsmarktes im vierten Quartal 2024 zeigt, dass die Zahl der regulär Beschäftigten um 2,1% auf 978.500 Personen anstieg, während die Zahl der Selbstständigen um 4,8% zunahm und 433.500 Personen erreichte. Struktur der Erwerbstätigkeit. Die Struktur der Erwerbstätigkeit in Georgien unterscheidet sich erheblich von der in vielen westlichen Ländern. Im vierten Quartal 2024 waren 69,3% aller erwerbstätigen Angestellte, während der Anteil der Selbstständigen bei 30,7% lag. Dieser hohe Anteil an Selbstständigen, von denen viele in der Landwirtschaft tätig sind, deutet auf einen großen informellen Sektor hin, der sich
der staatlichen Regulierung entzieht. Dies hat weitreichende Konsequenzen. Der Staat verliert wichtige Steuereinnahmen und die Arbeitnehmer in diesen Sektoren haben oft keinen Zugang zu sozialer Absicherung und Vorsorge. Ein weiteres Merkmal des georgischen Arbeitsmarktes sind die anhaltenden Geschlechterunterschiede. Während die Arbeitslosenquote im vierten Quartal 2024 für Männer bei 16,7% lag, war sie für Frauen mit 11,1% niedriger. Dennoch ist die Erwerbsbeteiligungsquote bei Männern mit 66,3% signifikant höher als bei Frauen mit 45,1%. Armut und wirtschaftliche Entwicklung. Die Entwicklung der Lebensbedingungen und Umstände in Georgien ist von einem bemerkenswerten Wandel geprägt. Trotz anhaltender struktureller Herausforderungen wurden im Kampf gegen die Armut bedeutende Erfolge erzielt. Die vielleicht beeindruckendste Errungenschaft der letzten Jahre ist der signifikante Rückgang der Armutsrate. Laut Weltbank sank die Armut, gemessen an der Armutsgrenze von 6,85 US-Dollar pro Tag, betroffen waren 70,6% der Georgier im Jahr 2010, auf geschätzte 35,5% im Jahr 2024. Auch die Rate der extremen Armut, definiert als 2,15 US-Dollar pro Tag, konnte auf 2,5% im Jahr 2021 gesenkt werden. Diese positive Entwicklung wurde durch eine Reihe von Faktoren angetrieben. Darunter verbesserte Arbeitsmarktchancen, erhöhte Rentenzahlungen, ausgeweitete Sozialhilfeprogramme und gestiegene Einnahmen aus der Landwirtschaft. Trotz dieser Erfolge bestehen erhebliche strukturelle Probleme, die eine umfassendere Wohlstandsverteilung behindern. Das Wirtschaftswachstum, das seit 2021 im Durchschnitt über 9% lag, hat nicht überall in gleichem Maße zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze geführt. Ein großer Teil der Erwerbstätigen ist weiterhin in der wenig produktiven Landwirtschaft oder in prekären, selbstständigen Tätigkeiten beschäftigt, was die Effektivität des wirtschaftlichen Aufschwungs schmälert. Zudem war der Fortschritt bei der Armutsreduktion nicht gleichmäßig. Zwischen 2016 und 2020 stagnierte die Rate der Armutsbekämpfung und die Pandemie führte sogar zu einem kurzfristigen Anstieg, der 58,3% der Bevölkerung betraf. Das Wirtschaftswachstum wird primär durch bestimmte Sektoren wie Informationstechnologie und Transport vorangetrieben, die durch Migration, Finanzzuflüsse und Transithandel im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine begünstigt wurden. Die Abhängigkeit von diesen externen Faktoren und die Abflüsse von Überweisungen aus Russland, die 2024 um 14,2% zurückgingen, stellen eine erhebliche Verwundbarkeit dar. Lebenshaltungskosten und regionale Unterschiede. Die Lebenshaltungskosten in Georgien sind im internationalen Vergleich niedrig, variieren aber stark innerhalb des Landes. Diese regionalen Unterschiede sind ein direktes Ergebnis der unterschiedlichen wirtschaftlichen Dynamik und Infrastruktur in den verschiedenen Gebieten. Die Lebenshaltungskosten und die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind stark von der Region abhängig, was zu erheblichen Ungleichheiten zwischen Stadt und Land führt. Tiflis ist zweifellos das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Georgiens und daher auch der teuerste Ort zum Leben. Die Mieten für eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum liegen im Durchschnitt bei 760 US-Dollar pro Monat. Diese Preise sind ein klarer Indikator für die hohe Nachfrage, die durch die Konzentration von Arbeitsplätzen, ausländischen Investitionen und der Anwesenheit von Expats und digitalen Nomaden getrieben wird. Auch andere Ausgaben wie eine Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant, etwa 10 US-Dollar, sind in der Hauptstadt höher als anderswo. Im Vergleich zu westlichen Städten wie Berlin sind die Verbraucherpreise in Tiflis zwar um fast die Hälfte niedriger, die lokale Kaufkraft ist jedoch ebenfalls erheblich geringer. Die Gründe für die relativ hohen Kosten in Tiflis liegen in der Rolle der Stadt als Wirtschaftsmotor und in einem unregulierten Immobilienmarkt.
Dies hat dazu geführt, dass sich die Preise in Tiflis insbesondere bei Mieten nach den Einkommen der Expats richten und die Kluft zu den lokalen Gehältern vergrößert. Außerhalb von Tiflis sinken die Lebenshaltungskosten deutlich. Städte wie Batumi oder Kutaisi bieten eine wesentlich günstigere Alternative. Eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum von Batumi kostet beispielsweise etwa 530 US-Dollar pro Monat. In ländlichen Gebieten sind die Kosten für eine Unterkunft noch niedriger. Die Gründe für diese niedrigeren Kosten sind vielschichtig. Erstens fehlt es in den Regionen an der wirtschaftlichen Anziehungskraft und dem damit verbundenen Zustrom von hochbezahlten Arbeitskräften, wie es in Tiflis der Fall ist. Zweitens ist die lokale Wirtschaft, insbesondere in den Dörfern, stärker von der Eigenproduktion, vor allem bei Lebensmitteln, abhängig. Die niedrigeren Transportkosten und Gehälter der lokalen Produzenten sorgen dafür, dass die Preise für Lebensmittel auch für Importeure erschwinglich bleiben, was die Lebenshaltungskosten insgesamt senkt. Rente und Zukunftsaussichten. Das durchschnittliche Renteneinkommen in Georgien ist sehr niedrig und deckt kaum die grundlegenden Lebenshaltungskosten. Für Rentner über 70 Jahre beträgt die Rente derzeit 275 Lari, während jüngere Rentner 250 Lari erhalten. Umgerechnet in US-Dollar sind das etwa 88,70 US-Dollar bzw. 80,64 US-Dollar, was im Vergleich zum Durchschnittsgehalt des Landes kaum ausreicht, um das Existenzminimum zu sichern. Die extrem niedrigen Renten in Verbindung mit dem hohen Durchschnitt der Haushaltsgröße unterstreichen die entscheidende Rolle der Familie als primäres soziales Sicherungssystem. Die Familie fängt die Lücken des staatlichen Wohlfahrtssystems auf und gewährleistet, dass die älteren Generationen, die den Großteil ihres Lebens in einem anderen wirtschaftlichen System verbracht haben, weiterhin versorgt sind. Die Stärke des familiären Zusammenhalts ist somit ein zentrales Element der sozialen Resilienz Georgiens. Die wirtschaftlichen Prognosen für Georgien sind überwiegend positiv. Die Analysten des Internationalen Währungsfonds erwarten, dass sich das Wachstum, das seit 2021 bei über 9% lag, auf 7,2% im Jahr 2025 verlangsamen und sich mittelfristig bei einem potenziellen Wachstum von 5% stabilisieren wird. Dieses Wachstum wird voraussichtlich weiterhin durch den robusten inländischen Bedarf sowie die Stärke der Sektoren Tourismus, Informationstechnologie und Transport angetrieben werden. Dennoch ist diese positive Entwicklung an Bedingungen geknüpft. Um das Wachstum nachhaltig und inklusiv zu gestalten, müssen die strukturellen Herausforderungen des Arbeitsmarktes wie die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und die Ungleichheit angegangen werden. Eine der größten Herausforderungen ist die fortwährende Abhängigkeit von externen Schocks und die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Grundlagen zu diversifizieren, um das Wachstum in allen Regionen zu verteilen. Die Einkommensentwicklung wird sich voraussichtlich weiterhin positiv darstellen, jedoch mit einer weiteren Vertiefung der regionalen Unterschiede. Städte, die von den dynamischen Wachstumssektoren profitieren, werden höhere Löhne sehen, während die Einkommen in den ländlichen Gebieten voraussichtlich langsamer steigen werden. Die Herausforderung für die Politik besteht darin, die Vorteile des ökonomischen Aufschwungs auch in die strukturschwachen Regionen zu lenken. Fazit: Georgien ist ein Land im Wandel, das sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen hat. Die statistische Analyse zeigt eine Nation, die trotz geopolitischer Spannungen und interner Herausforderungen beachtliche sozioökonomische Fortschritte erzielt hat. Die Armut wurde erheblich reduziert und das Wirtschaftswachstum ist robust. Jedoch existieren weiterhin Risse im gesellschaftlichen Gefüge, eine ungleiche Einkommensverteilung, hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und ausgeprägte regionale Unterschiede. Die Alterung der Gesellschaft und die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte stellen langfristige demografische Herausforderungen dar, die das Land in den kommenden Jahrzehnten bewältigen muss.
Die Stärke Georgiens liegt nicht nur in seiner wirtschaftlichen Resilienz, sondern auch im tief verwurzelten sozialen Zusammenhalt, der insbesondere in den starken familiären Bindungen zum Ausdruck kommt. Diese familiäre Struktur dient als Fundament, das die Lücken im staatlichen Sicherungssystem schließt und den Menschen in Zeiten des Wandels Halt gibt. Die Herausforderungen mögen gewaltig sein, aber die bisher erzielten Fortschritte zeigen, dass das Potenzial vorhanden ist, eine wohlhabendere Gesellschaft für alle Georgier zu schaffen. Du siehst, Georgien ist kein Sozialstaat. Die Menschen verdienen einen Bruchteil des Lohnes in Deutschland. Dafür sind die Kosten des Lebens niedriger. Wie denkst du über dieses System? Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte einen Like. Und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.